Herzlich willkommen in Brennixhütte. Wir starten unsere Tour heute im Außenbereich und schauen mal, was sich so alles zu bieten hat. Das ist unser Haupteingang. Da gehen wir jetzt mal rein. Und wir haben ein kleines Türchen, wir haben aber auch ein wunderschönes, riesengroßes Tor. Als Einfahrt hier vorne sind die Mülltonnenboxen. Das ist unser Carport. Da gibt es noch schöne Sachen wie zum Beispiel einen Fahrradanhänger, den man auch als Jogger benutzen kann. Und hier geht es in den Garten. Ein Blick nach oben auf die Terrasse mit momentan noch eingepackter Sitzgelegenheit, ein Fußballtor, unsere Außenholzbank, der Kinderspielturm. Im Hintergrund kann man schön den Feuerplatz sehen mit unserem Dreibeingrill. Kann man wunderschön Lagerfeuer machen, Stockbrot, ganz viele tolle Sachen. Trampolin für die Kinder, der große Pool, noch abgedeckt, kann man nutzen. Sowohl mit als auch ohne Dach. Hier vorne ist ein bisschen aufgeschoben. Im Moment ist noch der Ruder drin, um es schön sauber zu machen für unsere Gäste. Hier der Whirlpool inklusive Außendusche und Poolhaus für die Technik. Außerdem kann man sehen hier der Eingang zu unserer wundervollen Fasssauna. Können wir mal reingehen. Schön mit einem kleinen Innenbereich zum Umziehen und mit ganz tollem Ausblick. So, weiter geht's in unseren Kellerbereich. Zeige ich auch mal. Achtung. Hier stehen das tolle Fitnessgerät, dann zum Beispiel auch der Tischkicker, noch ein Kühlschrank, verschiedene Bälle, Spielsachen. Die Tür kann man beidflügelig öffnen, das heißt, man kann auch das Fitnessgerät oder den Tischkicker nach draußen fahren. Noch weitere Sitzpolster, Kinderspielsachen, Stühle, Liegen, ganz viel Poolsachen zum Spielen. Für alles ist gesorgt. So, und die letzte Seite mit einem schönen Rundweg ums Haus. Dann oben der tolle Balkon und hier kann man auch noch mal sitzen. Es gibt auch eine Wasserstelle. Die gibt es auch noch mal auf der anderen Seite. Da sind wir schon vorbeigegangen. Genau. Und dann sind wir wieder vorne. So, und dann geht es drinnen weiter. Das ist unser Eingangsbereich. Da ist der Waschmaschinenraum und noch ein extra Kühlschrank. Ganz viel Ersatz, eine kleine Garderobe, die Kindergarderobe. Hier ist prinzipiell ist es ein Schuhschrank, wir haben ganz viele Kinderspielsachen drin, Malbücher, Stifte, Bücher. Genau, hier ist noch eine zweite Garderobe, Schirme, Einkaufstaschen. Unser Lieblingsbaumstamm. Dann ist hier einmal der Wohnbereich und hier geht es schon weiter. Einmal in das untere Bad mit Dusche. Das ist immer noch mal ein bisschen extra. Da ist die Glaswand ausklappbar. Dann haben wir hier unten das quasi Gästezimmer. Kinderspielraum. Wir haben auch noch einen Schreibtisch, den man hier reinstellen könnte, wenn die Schlafcouch mit hier ganz toll, richtiger Matratze, sehr gemütlich. Genau. Ein
Ein Drucker ist da, wieder Kinderspielsachen. Hier sind auch noch viele, ein Spielteppich, Kindersachen noch hier drinne. Genau. So, das ist unsere tolle Treppe. Da gehen wir gleich noch hoch. Unsere Biertheke, die Küche, alles da, was man braucht. Genau, hier sind das Esszimmer, wunderbar viel Platz, toll mit der großen Galerie, wundervolle Aussicht in den Garten. Genau. Unsere Vitrine und nochmal der Wohnbereich von der anderen Seite. Der Kamin. Und dann geht's nach oben. Hier haben wir den wunderschönen Ausblick, der quasi sofort Urlaub bedeutet. 2 wunderschöne Sitzplätze mit Sessel, eine kleine Bücherauswahl sowie Wanderkarten, verschiedene Sachen. Das ist unser Hauptschlafzimmer. Großes Bett, großer Fernseher mit Ankleidezimmer, eine kleine Sitzbank, ganz viel Platz. Und hier ist auch der Zugang zum Balkon. Kann ich einmal zeigen. Auch eine wunderschöne Aussicht. Manchmal hat man kleine Kühe als Nachbarn. Ein kleiner Sitzplatz ist noch da. Hier kann man auch ganz tolle Abende genießen. So, hier ist schon voll ausgestattet. Wir bieten unseren Gästen natürlich frisch bezogene Betten, Handtuchpaket, Saunamantel, alles ist da. So. Hier ist das große Bad mit Badewanne, Doppelwaschtisch, viel Platz, Toilette und Dusche. Und unsere beiden Schlafzimmer, auch jeweils mit Fernseher ausgestattet, die sind nahezu identisch. So. Nummer 2, jeweils mit Spiegel und auch mit Fernseher. Wir würden uns freuen, Sie als Gäste begrüßen zu dürfen, damit auch Sie diese wunderschöne Aussicht genießen.